Wenn wir Glück hatten, konnte man in der Roten Erde trainieren. Wenn da ein paar Leichtathleten waren, dann musste man uns in den Bus setzen, irgendwo in den Mendepark oder nach Hombruch fahren. Erkennt ihr ihn? Nein? Dann stellt ihn euch mit Schnäuzer vor. Richtig, es ist Reinhard Saftig, eine der Trainerikonen von Borussia Dortmund. Für die Jüngeren blicken wir mal knapp 36 Jahre zurück. Reinhard Saftig ist zu dieser Zeit schon seit 2 Jahren als Co-Trainer beim BVB. Als die Mannschaft in der Saison 1985/86 unter Pal Czernay in Abstiegsgefahr gerät, zieht die Vereinsführung 2 Spieltage vor Saisonende die Reißleine und befördert Saftig zum Chefcoach. Und dann kam die Relegation, die hätte auch für meinen persönlichen Werdegang auch schief gehen können. Das muss man einfach sagen. Letztendlich war ja auch viel Glück dabei. Und das hat allerdings dann doch diesen Werdegang, meinen Werdegang, auch positiv beeinflusst. Und komischerweise werde ich auf diese Relegation noch sehr häufig angesprochen. Das scheint doch für viele hier in Dortmund ein ganz, ganz bewegender Moment gewesen zu sein. Vielleicht war es sogar der wichtigste Moment der Vereinsgeschichte, denn wer weiß, ob es den Pokalsieg 1989 und die vielen Titel in den 90ern sonst überhaupt gegeben hätte. Für Reinhard Saftig war es der Beginn einer erfolgreichen Karriere als Bundesliga-Trainer. In der Folgesaison führte er den BVB direkt in den UEFA-Pokal. Ich stelle mir das immer schlimm vor und das ist mir Gott sei Dank nirgendwo passiert, wenn die Zuschauer dich raushaben wollen und dann Trainer raus oder mit Namen raus. Aber ich habe also diese Zeit in Dortmund selber beendet. Das hat den Vorteil gehabt, im Nachhinein, ich habe immer gerne in Dortmund gelebt, gewohnt, habe nie schlimme Sachen gehört. Und das war der Vorteil, wenn du jetzt irgendwo so rausfliegst mit Rausrufen und, dann möchtest du nicht unbedingt mehr wohnen. Aber das ist mir Gott sei Dank dann erspart geblieben und wir leben jetzt seit 1984 in Dortmund und leben sehr gerne hier, das muss ich auch sagen. 1984 war er als junger Assistenztrainer aus München nach Dortmund gekommen. Als aktiver Fußballer hat er es bis in die 3. Liga gebracht, als Trainer dagegen bis in die Champions League. Fußball in der Türkei, das ist natürlich wieder was ganz Besonderes. Und es kam auch schon mal vor, dass dann Münzen flogen oft. Sowas kam auch vor, aber an die positiven Dinge. Ich habe Champions League gespielt mit Galatasaray, zusammen in der Gruppe mit Barcelona. Johann Cruyff war Trainer, Guardiola hat da gespielt, Romario, Stoichkov, Koeman und Manchester United in der Gruppe drin mit Sir Alex als Trainer. Und das waren schon auch Erlebnisse, die ich da hatte, die möchte ich auch nicht missen, das muss ich ehrlich sagen. Später schließt sich der Kreis dann wieder. Er kehrt zurück nach Dortmund und wird Chefscout. Der Michael Zorc hatte mich mal angerufen, ob ich mir sowas vorstellen könnte. Ich habe gesagt, ich mache das mal für ein Jahr oder so. Und irgendwie sind, glaube ich, 6 Jahre oder noch länger draus geworden. Und das war auch eine Erfahrung, die ich auch nicht missen möchte. Man sieht vor allen Dingen viele Fußballspiele in der ganzen Welt. Und das muss ich sagen, wenn man sich dann in Südamerika auch den Fußball mal intensiv anschaut, wo teilweise dann doch auch anders Fußball gespielt wird, das ist auch eine gute Fortbildung, das muss ich ehrlich sagen. Reinhard Saftig hat also viel erlebt beim BVB. Der Rückblick offenbart manches, was heute unvorstellbar erscheint. Wenn ich daran denke, wie die Bedingungen in Dortmund waren, damals, als ich Cheftrainer war. Ich bin morgens zum Stadion gefahren und wusste nicht, wo wird trainiert. Da steht der Bus da. Wenn wir Glück hatten, konnte man in der Roten Erde trainieren. Wenn da ein paar Leichtathleten waren, dann musste man uns in den Bus setzen, irgendwo in den Mendepark oder nach Hombruch fahren, wo teilweise keine beweglichen Tore waren. Und nachher wieder alle in den Bus rein und alle wieder zurück. Das war bis zu Hitzfelds Zeiten noch so in Dortmund.
10 Uhr Training morgen früh. 10 Uhr. In 87 Pflichtspielen war er für unseren BVB als Cheftrainer verantwortlich. Und natürlich hat er öfter gewonnen als verloren. Aber was waren denn seine ganz persönlichen Highlights? Ja, Relegation natürlich, wobei das 8-0 dann weniger nervenaufreibend war wie das 3-1 hier zu Hause. Dann dieses Spiel in Frankfurt, wo es um die UEFA-Pokal-Teilnahme ging, am letzten Spieltag 4-0 gewonnen. Dritte vielleicht das Hinspiel wirklich gegen Celtic in Glasgow. Das war diese Kulisse, war sowas von beeindruckend. Reinhard Saftig und Borussia Dortmund, das war und ist eine ganz spezielle Beziehung. War meine erste Station. Dann lebe ich jetzt hier seit 36 oder 37 Jahren in Dortmund. Meine Kinder, 3 Kinder, haben alle 3 eine Dauerkarte fürs Stadion und deshalb hat natürlich Borussia Dortmund den höchsten Stellenwert. Zu guter Letzt müssen wir natürlich auch noch seinen legendären Auftritt im ZDF-Sportstudio erwähnen. Seit knapp 60 Jahren wird dort auf die Torwand geschossen. Reinhard Saftig hat tatsächlich 5-mal getroffen und zählt damit bis heute zum erlesenen Kreis der insgesamt nur 9 Rekordhalter. Als ich die nächsten paar Tage mal so mit den Kumpels geredet habe, ich sage, ich habe mich mehr geärgert über diese Niederlage da in Kaiserslautern. Und die konnten die 5 Tore nicht wetten. Man hat einer gesagt, pass mal auf, über die 5 Tore, da spricht man noch in Jahren. Über die Niederlage spricht, hat er recht gehabt. Reinhard Saftig, ein Gesicht der Fußball-Bundesliga, ein Borusse im Herzen. Am Sonntag wird er 70 Jahre alt. Mir geht's eigentlich blendend, muss sagen. Ich habe im Moment 0 Stress und 70 ist natürlich schon ein Alter, wo man denkt, boah, da bist du ganz schön weit schon gekommen. Aber ich spiele 3-mal die Woche Golf, da stehe ich auch zu. Es gibt ja keinen schöneren Sport in freier Natur zu machen für einen alten Menschen, als Golf zu spielen. Ich gehe aber auch oft mit meiner Frau spazieren. Ich lese relativ viel. Ich will keinen Mount Everest mehr besteigen. Ich will auch nicht mehr durch den Ärmelkanal schwimmen. Ja, Gesundheit, das ist das Wichtige überhaupt. Und da kann ich auch nicht klagen. Also, ich bin ein glücklicher Mensch, das steht auf jeden Fall fest. Lieber Reinhard Saftig, die BVB-Familie wünscht dir weiterhin alles Gute und sagt herzlichen Glückwunsch zum 70.